Heute nähen wir gemeinsam ein cooles Longsleeve-Oberteil mit Wellensäumen. Das Ganze im Patchwork-Stil. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Schnappt euch 2 Jersey-Stoffe und eine Overlock und los geht's! Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom Do-It-Yourself-Modelabel Juliana Matejevs und heute zeige ich euch, wie ihr dieses coole Jersey-Oberteil nähen könnt mit ganz gekräuselten, coolen Nähten. Alles, was ihr dazu braucht, ist Zugang zu einer Overlock-Maschine, mit der nähen wir heute 2 coolen Stoffen und einem sehr kontrastreichen Garn dazu. Lettuce Hem, so nennt man die Technik, die wir hier anwenden, also hergeleitet von einem Salatkopf und einer Naht, der Salatnaht, von Stephen Burrows in den 70er Jahren erfunden und die Technik lieben wir sehr, denn sie ist super einfach, macht aber ganz viel her und sieht so cool aus. Das Innertop ist wirklich einfach, es ist nur wichtig, dass ihr die Einstellung an der Overlock-Maschine richtig habt. Also nehmt euch gerne ein bisschen Reststoff von eurem Stoff, den ihr dann zugeschnitten habt für das Innertop und probiert ein bisschen rum, bis ihr die Einstellungen richtig habt. Das unterscheidet sich von Maschine zu Maschine. Wenn ihr dann die Einstellungen gefunden habt, dann kann es direkt losgehen. Pausiert einfach, wo ihr es braucht, macht ansonsten immer alles mit, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach über den Link in der Beschreibung runterladen als PDF und dann zu Hause zusammenkleben oder euch als Papierschnittmuster nach Hause zuschicken lassen. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal hier auf YouTube, denn das würde uns sehr helfen und ihr verpasst keine der nächsten Kollektionen mehr. Danke euch und ganz viel Spaß! Als erstes wollen wir dann unsere einzelnen kleinen Schnipsel zusammenfügen. Legt sie bitte nebeneinander hin, wie es auch in eurem E-Book zu sehen ist. Und dann nehmen wir uns immer 2 Teile zusammen, die wir, Achtung, anders als normal, vielleicht gewohnt, beim Nähen mit der Nähmaschine, legen wir die Teile jetzt nicht rechts auf rechts, sondern links auf links. Denn wir möchten ja, dass dieser schöne Wellensaum immer nach außen gekehrt wird. Und dann stecken wir uns mit ein paar Stecknadeln immer die Strecken, die wir jetzt verbinden möchten, genau aufeinander. Diese Strecke wollen wir jetzt schließen und zwar direkt mit der Overlock und unserem Wellensaum. Dann bereitet jetzt bitte eure Overlock vor. Ganz wichtig ist, dass die Einstellung sowohl hier von unseren Fadenspannungen als auch die Stichlängen und einiges weiteres richtig eingestellt wird. Lest das bitte nach in eurem E-Book, denn da ist es ganz genau erklärt, welche Einstellungen wir zum Beispiel vorgenommen haben. Das kann sich aber auch von Overlock zu Overlock etwas unterscheiden, also macht bitte unbedingt vorher noch ein Probestückchen. Wenn ihr die Einstellungen getestet und für gut befunden habt, dann geht es los. Wir platzieren jetzt die rechte Kante von den ersten Teilen, die wir aufeinander nähen möchten, hier rechts an unserem Messer und nähen los. Am besten ist es hier für diesen Wellensaum, wenn ihr anders als sonst an eurem Jersey zieht. Ich ziehe jetzt sowohl vorne und hinten, dehne den also aus. Wichtig ist dabei nur, dass ihr jetzt nicht den Stoff irgendwie schiebt oder zieht, sondern wirklich einfach mit der Nähmaschine führt, aber eben im gedehnten Zustand. Macht das dann einmal bitte entlang der gesamten Strecke. Wenn ihr mit der Naht fertig seid, dann könnt ihr hier den Overlock-Faden auch einfach knapp hinter der Naht abschneiden, denn wir nähen da später noch den Saum. Näht dann bitte genau mit dieser Technik und wie ich es euch auch mit dem Stecken gezeigt habe, alle Teile von diesen Streifen aneinander, um den Korpus zu schaffen. Vielleicht wundert ihr euch bei diesem einen Teil, was so zweigeteilt ist, denn das geht ums Armloch herum, wie das funktioniert. Aber auch hier, ich zeige es euch kurz, ist es eigentlich genauso wie bei den anderen Teilen auch. Denn wir nähen ja erst die eine Seite an und haben dann eben danach, wenn wir die auch angekräuselt mit der Overlock angenäht haben, wiederum eine ganze lange Strecke, um die dann wieder zu schließen. Also steckt euch die Strecken aufeinander. Hier zum Beispiel ist ja die Strecke, die bei mir pink ist, also bei diesem zweigeteilten Teil, kürzer als bei meinem hier blauen Teil. Da findet ihr auch einen Knips und genau bis dahin soll die Strecke eben angenäht werden. Und das machen wir dann genauso wie eben. In diesem Fall näht aber eben nur bis zum Knips. Die restliche Strecke brauchen wir dann gleich noch.
Achtet beim Nähen und beim Ziehen auch darauf, dass eure beiden Jersey-Lagen rechts schön miteinander abschließen, denn dann wird es am schönsten, wenn sich jetzt nicht die eine, hier bei mir blaue Seite zum Beispiel, noch um die rosane rumwellt. So, und das pinke Teil ist jetzt hier kürzer und dort beende ich auch meine Naht. Ich ziehe meinen Stoff also dann einfach zur Seite und schneide an der Stelle dann meinen Faden ab. Wenn ihr dann alle Teile nach und nach aneinander genäht habt für das Oberteil, dann könnt ihr noch die letzte Naht hier aufeinander nähen und die Seitennaht schließen. Auch das passiert wieder links auf links, genau wie alle anderen Nähte, die wir bisher gemacht haben. So, diese Strecke schließen wir jetzt noch und dann haben wir zumindest schon mal einen Schlauch zusammengenäht. Den müssen wir jetzt einmal wenden, sodass unsere schöne Wellensaumnähte jetzt innen liegen. Denn die Schulternähte, die nähen wir jetzt wie gehabt rechts auf rechts. Denn hier an der Schulter möchten wir keine Wellensäume außen haben. Da soll es also von außen ganz clean bleiben. Zu beachten ist noch, dass hier unsere beiden Streifen, die jeweils einer Farbe angehören, möglichst aufeinandertreffen. Das heißt, steckt euch doch zur Orientierung, also genau dort, wo ihr im Vorderteil und im Rückteil zwei Teile zusammengenäht habt, diese Naht dann auf die Naht von dem jeweiligen Rückteil oder Vorderteil an, dass ihr das steckt. So, und dann nähen wir hier einmal rüber und machen das gleiche auch noch auf der anderen Seite. Auch hier beim Nähen achte ich darauf, dass die Nähte hier genau aufeinander liegen und die Teile dann möglichst in einem Rutsch fortlaufen. Und wichtig, anders als bei den Nähten, die wir ja so gekräuselt haben wollen, müssen wir hier jetzt nicht an der Naht ziehen, denn die soll sich einfach nur ganz schön wie bei einem normalen Longsleeve-Oberteil, was wir aus Jersey genäht haben, legen, denn die Naht verschwindet ja später auf der linken Seite des Oberteils. So, dann patchworken wir noch eben die beiden Ärmelschnittteile zusammen. Pro Ärmel gibt es 2 Schnittteile und beide Ärmel sollten spiegelverkehrt voneinander herauskommen, sodass einmal der große vordere Teil dann pink ist und der andere, den man sieht, blau. Und auch diese beiden Teile legen wir links auf links aufeinander, denn diese Naht möchten wir wieder nach außen gekehrt haben mit so einem Wellensaum. Die andere Ärmelnaht, die dann gleich folgt und diesen Ärmel schließt, die machen wir genau andersrum und legen die Teile dann rechts auf rechts. Das zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt nähen wir aber erstmal für beide unserer Ärmel diese wellige Strecke und zwar auch wieder mit dem Wellensaum. So sieht der zusammengepatchworkte Ärmel dann aus und den falten wir jetzt eben rechts auf rechts aufeinander, sodass die gekräuselten Nähte jetzt innen liegen und stecken dann hier diese Naht von unter dem Armloch noch rechts auf rechts aufeinander bis zum Saum und schließen dann für beide Ärmel diese Nähte. Ohne zu ziehen bitte und ohne Wellensaum. Dann sind die Ärmel fertig vorbereitet und wir können jetzt den rechten ins rechte Armloch und den linken ans linke Armloch einsetzen. Orientiert euch da bitte an den Knipsen. Im Vorderteil gibt es einen Knips im Armloch und im Ärmel und im Rückteil gibt es 2 Knipse. Sortiert also jetzt den Ärmel dem richtigen Armloch zu. Bei mir kommt der eine jetzt hier rein und ich stecke als erstes rechts auf rechts meine Seitennaht von meinem Oberteil auf die untere Ärmelnaht von meinem Ärmel. Rechts auf rechts mache ich das jetzt wieder, denn wir möchten hier keinen Wellensaum haben, sondern diese Ärmelnaht, die soll möglichst unauffällig sein.
Dann stecken wir als nächstes die Knipse einmal aufeinander im Vorderteil und im Rückteil. Dann nimmt das Ganze schon Form an und wir können als nächstes einmal hier in unser Oberteil greifen und zwar hier vielleicht von dem Halsausschnitt aus und auch noch den oberen Ärmelknips auf genau die Schulternaht stecken. Diese restliche Strecke, die stecken wir uns jetzt quasi vom Halsloch aus schauend, denn wir möchten Ärmel und Armloch gleich in einem ganzen Kreis schließen und sonst kommen wir da nicht dran. Legt euch jetzt also die restlichen 2 Strecken noch aufeinander. Im Ärmel könnt ihr die höchste Position des Armlochs, die auf die Schulternaht treffen soll, an der Naht erkennen. Genau die treffen hier wieder aufeinander und die können als nächstes zusammengesteckt werden. Und verteilt dann nur noch die restlichen Weiten. Im rückwärtigen Armloch, da befindet sich etwas mehr Weite im Ärmel. Das ist wichtig für die Bewegungsfreiheit. Es ist aber nur ein bisschen und das könnt ihr gleich durch Dehnen des Stoffs einfach ausgleichen. Das ist ganz, ganz einfach. Vielleicht merkt ihr es nicht mal. Verteilt die Weite dann auf die Strecke zwischen dem rückwärtigen Knips vom Armloch und Ärmel und der Schulternaht. Steckt es da einfach wieder aufeinander und dann nähen wir jetzt einmal komplett hier ringsherum. Und genau das gleiche machen wir auf beiden Seiten von unserem Top. Diese Nähte werden wie gesagt kein Wellensaum. Beginnt an einer Stelle, legt euren Stoff an und zieht jetzt nicht bei dieser Naht, sondern näht einfach wie normalerweise auch mit der Overlock gerade einmal über die Kanten von unseren beiden aufeinander gesteckten Lagen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der unteren Seite von meinem Armloch angefangen zu nähen und wenn ich wieder ankomme, wo ich angefangen habe, nähe ich da einfach noch für ein paar Zentimeter drüber, über die gleiche Strecke und ziehe dann mein Jersey von der Nähmaschine ab und schneide den Faden ab. Dann nähe ich jetzt nur noch einmal kurz um meine Säume, also hier beispielsweise um meine Ärmelsäume. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr da zum Beispiel auch nochmal mit so einem Wellensaum nähen möchtet. Oder ob euch das zu viel wird mit der Kräuselung an der Stelle, dann näht es einfach nur einmal ganz normal mit der Overlock-Maschine ab. Einmal rings um den Saum herum bei beiden Ärmeln. Und dann anschließend noch einmal um den Saum von unserem Oberteil drumherum. Auch da könnt ihr wieder wählen, soll es ein Wellensaum sein oder nicht. Und die gleiche Entscheidung könnt ihr auch noch treffen für euren Halsausschnitt. Und damit nähern wir uns auch schon dem Ende. Schreibt uns unbedingt in den Kommentaren, wie es euch ergangen ist und ob ihr auch den Eindruck hattet, es war eigentlich einfacher, als es erstmal so aussieht, wie mit so einem Wellensaum. Und so sieht das Ganze dann aus. Gut gemacht und ganz viel Spaß beim Tragen! Ja, das war's auch schon. Das Ina-Top ist fertig und das lustige zerstückelte Schnittmuster vom Anfang hat sich dann doch recht schnell zusammengesetzt. Ich bin ganz gespannt, für welche Kombination aus Stoff und Garn ihr euch entschieden habt. Teilt eure Resultate bitte unter dem Hashtag JulianaMatthäus_me, denn wir freuen uns immer riesig, euch zu sehen. Und dann freue ich mich aufs nächste gemeinsame Nähen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer coolen Jeanshose dazu, wie der Dina Jeans. Die macht ganz viel Spaß und komplettiert dieses Outfit einfach perfekt. Also fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.